Ha. Weitergehoppelt in diesem lustigen Spiel, das sich da GreedFall nennt. Wir sind zurück, wir sind immer noch im Venture und sollen hier so ein paar kleinere Probleme lösen, die lokalen Leute haben. Und dafür werden sie uns vielleicht helfen. Vielleicht. Ja, super. Wo müssen wir jetzt eigentlich genau hin? Wir müssen noch mit den Familien reden. Danach die Tendern. Wir wissen bereits, dass das weiße Tendern, die nicht so ganz heimisch ist, wahrscheinlich eine Verschwörung ist. Na gut, reden wir mal mit der Familie, ja, von der Dorfbewohnerin. Good day. I've been sent here by your Denegad. He asked me to help you. I hope he is right, and that you are not like the Moin Shakers. My sister has gone missing. It is for that very reason that I am here. To attempt to find her or to understand what has happened. Then I will tell you what I know. Also sie meint, ihre Schwester ist weg und dass sie hofft, dass wir mehr helfen als die Seelenschänder, weil die waren anscheinend nicht so eine große Hilfe. Übrigens interessant ist, dass die Typen haben, also sie sind wesentlich anders verziert als die restlichen Eingeborenen. Also zumindest die wir bis jetzt so kennengelernt haben, ne? Also hier so im Gesicht. Na gut, Informationen. Ausländerschwester? Your sister, what does she look like? She is a very beautiful young woman. Kind and sweet. I miss her so very much. Is she very careful? Does she know she should be wary of the beasts? Oh yes, she knows it very well. But she has been star-eyed of late. And the stars make you forget all caution. Aha. Also sie ist sehr schön und freundlich, Dings, aber sie weiß, dass man sich vor Viechern fürchten muss, allerdings war sie in letzter Zeit ein bisschen verträumt. Na, großartig. Zeitpunkt? How long has she been missing? 2 nights have gone by since. She told me that she was going to gather berries. It was early in the day, but she never returned. I called for her from the edge of the village, in vain, and the Tenlands were roaming. Do you know where she usually goes picking? Certainly, in the clearing. We find a great many berries there. Aha. Also sie ist jetzt vor 2 Tagen weg, weil sie wollte irgendwie morgens losgehen und Beeren sammeln. Dann kam sie irgendwie nicht wieder zurück. Sie hat von Rand der Lichtung gerufen, aber da war nichts zu hören. Und das, nee, vom Rand des Dorfes. Und sie ist anscheinend zur Lichtung gegangen, weil da findet man viele Beeren. Also, yay. Naja gut, so viel dazu. Feinde? Is there anyone in the village that might want to harm her? No, no, everyone loves her. Maybe a little too much. Why do you say that? She is beautiful and young. The Mind Shakers took notice. And the boys of the village did as well. What do you think has likely happened? She might have been attacked by the Tenlands. But it was early, and they come out mostly at night. You think it might have been something else? I hope. Even if it is a strange hope. Perhaps she was taken by the Mind Shakers. They were pestering her the other day. They behaved without respect. A boy intervened and chased them off. But you think that they might have captured her when she was outside of the village? That merits inspection. Ah ja, das ist natürlich sehr interessant. Also, sie meint, das Problem ist, dass die Schwester hat nicht direkt Feinde. Allerdings ist sie bildschön und sehr beliebt. Und das haben sowohl die jungen Kerls als auch die Missionare festgestellt. Und neulich haben irgendwelche Missionare sie belästigt, bis jemand dazwischen gegangen ist. Ja, was könnte man damit machen, wenn man halt irgendwie, wenn man das Schöne eingeboren, dass man die halt irgendwie mit dem Pseudo-Versprechen nach Sex halt irgendwie die Leute rekrutieren kann? Wenn man sagt, hier, guck mal, hier, dieses schöne Mädchen ist hier mitgegangen, da geht noch was. Ah, das ist so überzeugend, das, na gut. Die Tenlan selbst? Tell me about the Tenlands, about their attacks. Before, I only very rarely came across the beasts. We knew their nesting grounds and kept clear of them. But now they are everywhere and they attack everyone. They've even been known to come as close as the clearing where we pick berries. Very far from their favorite grounds. Do you know how to fight them? No, I am not a fighter. If you want such advice, ask the Master Hunter. Very well. I will go and investigate this clearing. Perhaps they built a nest nearby. It is possible, because before there was never one near there. Also sie meint, dass die Schwester ist übrigens auch morgens rausgegangen, die Tenlan ist eigentlich nur nachts unterwegs. Die meint, dass die Viecher sind jetzt viel öfter zu sehen und sonst kamen die nie bis zur Bärenlichtung und jetzt sind doch bei der Bärenlichtung, das ist eher ungewöhnlich. Und wir gucken mal, ob da nicht vielleicht ein Nest ist. Die Missionare? Could you tell me anything about the missionaries? They are monosynaig. They think that they can take anything they desire. What do you mean? They came to our beautiful village. They wanted to take away our young people. Many heard their words and left.
We never saw them again. But I saw how they treated my sister. I believe that they take the young to serve them. They wanted to take my sister like that, as if she were a tool. And if it were not for the young fisherman. The one who's also missing? Yes. He was very brave. I hope they didn't hurt her to avenge their pride. I'm going to have to go and speak with them. Aha, interessant. Also, die waren bereits, also sie sind anscheinend ohne Respekt, die behandeln Leute halt wie Tiere quasi, oder wie Ware. Also, sie sind dahergegangen und haben schon junge Leute mitgenommen. Also, dass Leute haben auf sie gehört. Ich meine, die Kinder sich zu holen, die Leute, die nichts wissen, ist ja irgendwie auch immer das Einfachste, ne? Das ist halt, oh, was hatte ich da heute gelesen? Also, warum war mit den, was war denn das? Ich glaube, bei den Russen war das, aber das ist jetzt auch sehr eher so, naja, Sachen, die halt so im Internet stehen. Aber auf jeden Fall war das, alle Jungs, die älter als 5 sind und alle Mädchen, die älter als 10 sind, zu ermorden. Weil nur die jungen Leute kann man noch formen. Die anderen haben schon Ideen. Das ist ja auch der Grund, warum Leute auch so Homeschooling entweder vertreten oder sehr dagegen sind, weil das halt irgendwie wichtig ist, irgendwie jungen Leuten irgendwie noch ein relativ offenes Weltbild beizubringen, bevor das irgendwie, noch total anstrengend wird. Das ist irgendwie auch sehr deprimierend ist, ne? I must leave now. Ja. Weil das ist halt, ich finde das irgendwie sehr traurig, dass irgendwie so viele Veränderungen, die man gerne in der Welt hätte, irgendwie davon abhängen, dass die vorherige Generation irgendwie ausstirbt. Ich hatte irgendwie heute was über die Russen gelesen, wie sich die hatten ja immer ihre Premiers, die halt den politischen Wechsel gemacht haben. Oder Breschnew? Ne, wer war denn das? Oder Gorbatschow? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall der Typ, der dann bei der Wende mit dabei war, der war in seinen 50ern hat er dann das Ruder übernommen weil die alte Riege halt, die alte Gerontokratie ausgestorben ist. Und der, wo man 50 war, der schon jung. Und die anderen Leute waren richtig alt. Und dass halt so Veränderungen nicht mehr stattfinden in einer Generation, das ist irgendwie... Das ist auch ein echtes Problem, weil unsere heutige Zeit sind viel zu schnelllebig, als dass wir irgendwie darauf warten können, dass so welche Leute sterben. Das geht nicht. Und das ist auch Kacke für einen selber, ne? Wenn man wieder damit rechnen muss, ja, du kannst dir die Welt nicht besser machen, du kannst nur die nächste Welt vorbereiten, aber du selber kannst du nicht mehr erleben, weil du gehörst halt zur alten Generation. So, ist doch der Dorfbewohner, hat er noch zu sagen? Good day. My name is Desardet from the congregation. I've been told that someone dear to you has disappeared. Yes, my little brother. He left to go fishing, like every day, and he did not return. Your Denegat asked me to help you. Any information you can give me will be very useful. This is true. I hope your words to be heartfelt. My insides are twisting in fear that my brother is lost. Also er meint, sein Bruder ist weg und er vermisst ihn auch schon seit 2 Tagen. Und er hofft wirklich, dass wir es ernst meinen, ihn zu suchen. Informationen, wie er aussieht? Can you describe your brother for me? He is young, rather tall and strong. The girls find him handsome. He is such a nice boy, but he is wild off the tether, and often his curiosity gets him in trouble. Aha, das klingt so ein bisschen wie die Beschreibung von der Schwester, ne? Also er ist wunderschön, die Mädchen mögen ihn. Aber interessant übrigens, dass die anderen Jungs nicht auch. Na gut, das ist vielleicht ein bisschen zu nischig, um das großartig zu erwähnen. Und ansonsten ist er öfter mal so ein bisschen so unterwegs und das ist ein kleiner Wildfang ist er. Und das macht es ist ja manchmal so ein bisschen in Schwierigkeiten verschwinden. Can you tell me more precisely when he disappeared? Where and under what circumstances? It was 2 days past. I saw him leave to go fishing, as he was often to do. And you cannot remember anything out of the ordinary? No, he was full of joy, full of life. I am so worried about him. Okay, das war vor 2 Tagen, er ist ganz normal zum Fischen gegangen, wie sonst auch immer, der war voller Leben und Freude und dann kam er halt nicht wieder. Na geil, Feinde? Did your brother have any enemies? No, I can't think of anyone who would plant strangleweeds in his garden. Perhaps a youthful rivalry. He didn't get along particularly well with the master hunter, but it was nothing serious. Perhaps the missionaries. He did get into a fight with them, but they surely wouldn't have taken him. It's still a lead. Was he close to anyone? He has been dreamy and more joyful than usual.
Those are the signs of someone stricken with love. But he no longer wants to share secrets with me. He told me that he has grown beyond the shadow of his brother. And the birds in his branches are his. What do you think most likely happened to him? He could have come face to face with Tenlands. They've become angry of late. But he knew how to avoid them. He might have had a run-in with the Mindshakers as well. He got into a fight with them a while back. Because of a young girl in our village. You think the missionaries might have sought vengeance? I don't know. But he might have went to find them in their village. He bears no good feelings towards them. I will go and see. Maybe they can tell me more. Also die Geschichte schreibt sich ja von selbst. Also auch er war in letzter Zeit etwas verträumter und abgelenkter, aber auch glücklicher als jemand, der verliebt war. Aber über diese Fakten redet er nicht mehr mit seinem jüngeren Bruder. Deswegen, älteren Bruder, weil er den Schatten des Baumes seines Bruders entwachsen ist. Und das könnte sich durchaus vorstellen, dass es da einen kleinen Streit mit den Missionaren gab und er hat nicht direkt Feinde. Der Meisterjäger mag ihn nicht so, den Fischer, so sehr. Aber das war nicht ernst, das habe ich mir sagen lassen. Insofern, das wird es dann anscheinend nicht sein. Wissen wir zumindest nicht. Aber es könnte durchaus die Missionare sein, hat sich halt mit denen gestritten. Also genau die gleiche Story, die wir von der anderen Seite auch schon gehört haben. Andere Opfer? Did your brother know the other girl who disappeared? Yes. It is because of that girl that he fought with the Mindshakers. Could she be the source of his happiness of late? I don't think so. They have been friends since they were little. And she is promised to another. A promise can be broken. And it might be the reason your brother has kept it secret. Perhaps. But what would it matter? He would not have fled with her. Not without saying farewell. Aha. Das ist ja interessant. Das ist ein Stück Kultur, was wir über die Eingeborenen kennenlernen. Also sie können anscheinend einander versprochen sein. Scheint nicht so üblich zu sein, weil die anderen Typen, denen wir begegnet wurden, die da irgendwie zusammenhingen, die sahen jetzt nicht so aus, wenn sie, also wir sind ja uns diesen beiden Jugendlichen da zum Beispiel begegnet, die waren sich anscheinend nicht versprochen. Oder vielleicht hat es durch die Zufall geklappt. Naja, und auf jeden Fall, deswegen die Mädchen sind an Schwierigkeiten geraten. Und aber sie kannten sich schon seit Kindertagen, was immer schlecht ist für Beziehungen, aber der eine war dem anderen, also sie war irgendjemand anders versprochen. Na gut, Tenlan? What can you tell us about the Tenlands? They are beasts that live near water, rivers or coasts. In all our memories, only if you approach their nests do they anger and attack. But lately... Yes, Kadasak told me they attacked the villagers. Could you point me in the direction of their nest? I know where to find one, but there are certainly more. My brother should not have left the village alone. But for a while now, he does not share my fears for him. Ah ja, okay, also das ist, er weiß immer, wo ein Nest ist und dass sein Bruder hätte das Dorf verlassen sollen, aber seit einer Weile hört er halt nicht mehr auf ihn. Wie die Missionare Could you noch? tell me about the missionaries? The Mindshakers. They came here to take us to a marvelous village. They said it was a perfect place, where all is shining in light, and where there is no danger. Their words seem to have been to your liking. A place full of peace is a dream. Here we must fight to survive since the Tenlands have grown angry. And now their stories of light are difficult to imagine. It seems like a beautiful place though. But my brother fought with them. They gave trouble to a young girl, one of his friends. He told me that these Mindshakers were liars. That they were hurting the more innocent young. I don't really know what to think. If they took them, could you tell them to give them back? There is no fair trade for our children. This story about the fight compels me to at least ask them some questions. Aha. Also er I meint... must be leaving. It seems our two missing youths were together here. No need for a seer to see that there must have been something more than friendship between them. Tja, da gab es anscheinend mehr zwischen den beiden Jungen. Das Ding ist, was wir aber auch noch erfahren haben... Okay, also hier ist anscheinend die... mit elementaren Bomben. Ich hoffe, ich habe genug elementare Bomben bei. Wenn nicht, brauche ich irgendwie aber. Was wir erfahren haben, ist aber außerdem noch, dass er klang jetzt so, als würde er diesen Paradiesgedanken gar nicht mal so schlecht finden, weil hier muss er, weil das perfekte Given Dorf... the presence of the Tenlands in this clearing, there must be a nest not far from here.
Weil er meint, hier muss er ja ganz viel kämpfen gegen die Viecher und alles. Und das ist ja ganz so schlimm, weil hier muss er um sein Leben überleben können. Im perfekten Dorf, da müsste er nicht mehr kämpfen. Das wäre doch wunderbar. Und er weiß nicht richtig, was er denken hat. Was halt so ein bisschen... Ich meine, wenn du halt nicht so mental nicht vorbereitet bist da drauf. Auf krasse Lügen, ne? Ach, die hat ja gar nicht raus. Die Quest hätten wir früher machen sollen. Das ist doch geil, wie das rumsippen. Das dominante Dingsbums kommt erst später. Ich jage es in die Luft, bis zur Morgendämmerung ausruhen. It is dawn, the ideal moment. I must kill the dominant one before destroying the Ich habe nämlich leider keine... Ich habe leider keine Dings bei. Oh, das muss kein Spiel mal vor das Mana kriegt, wenn man... keine Mentalfallen. So. Boah, ich habe 2 Fähigkeitspunkte, oder sind das die ich nicht loswerde? Die Attributpunkte sind ja wesentlich spannender. Kann ich jetzt gleich langsam mal Stärke leveln? So, habe ich jetzt das dominante Dings von so umgebracht? Achso, ich habe eine Elementarfalle. Ich musste bloß abwarten. Okay, das ist gut, dass das viel rauskam. Okay, das Nest sieht ein bisschen komisch aus, erinnert mich an die Nester aus Witcher, ne? So. Hier habe ich auch 2 Punkte, mit denen kann ich aber nicht erst für anfangen, außer... Doch mal, ich kann noch seifischen Schock leveln. Und jetzt Wut. Nee, kann ich noch nicht, aber bald. So, Attribute. Das ist durch. Dann kann ich jetzt wirklich Kraft leveln, ne? Dann kann ich... Oder ich könnte Beweglichkeit für bessere Armor leveln. Was bestimmt voll viel klüger wäre, Beweglichkeit zu leveln, oder? Weil dann hätte ich leichte Waffen leveln müssen, aber die brauchen Beweglichkeit. Oder habe ich gerade durch Zufall eine Einhandklinge? Genau, die brauchen Beweglichkeit. Also eigentlich wäre es viel klüger, Beweglichkeit zu leveln, ne? Weil dann kannst du nämlich sowohl die bessere... Ah nee, das ist Ausdauer. Okay, nevermind. Ausdauer und Beweglichkeit ist nicht das gleiche Attribut. Judy, dann hat sich das auch erledigt. Hier haben wir keine Punkte. Nächstes Level 33. Bin ich gerade 32? Ah. Ne, 31. So, können wir jetzt entweder Beweglichkeit, Ausdauer, Dings, bringt mir Ausdauer noch, es bringt doch mehr Lebenspunkte. Ja, ich glaube, dann level ich lieber Ausdauer. Einfach nur, damit ich wieder bessere Rüstung tragen kann. Was Besseres fällt mir dazu ja auch nicht in, ne? Ich meine, da können wir nochmal upgraden. Irgendwann bei Gelegenheit. Also jetzt gerade noch nicht, weil ich brauche anscheinend Ausdauer 3 für die Sachen, aber mal gucken. Aber sonst habe ich ja auch keine Attribute mehr zu leveln. Das bringt auch nicht mehr Lebenspunkte, dann bin ich vielleicht nicht so schnell tot. So, gut. Was ist das hier noch? Passage zum Ufer? Achso, das war einmal die Höhle rum. Okay. Venture Dorfbewohner für Niefe muss nerven. Ich habe doch gerade mit den Leuten schon geredet. Das ist ja verwirrend jetzt. Na gut, wir haben zumindest schon mal einen Nest gesprengt auf der Lichtung. Das heißt, die Leute können schon mal in aller Ruhe Dings essen. Oder steht die da direkt gleich rum? Die Schwester. Ich frage mich übrigens gerade, haben die keine Eltern? Also meistens redet man ja mit den Eltern, wenn Leute verschwunden sind, nicht mit der Schwester. Obwohl, es könnte natürlich auch sein, dass das Unnominavi waren und dass die jetzt bereits entführt wurden, dass die Schwester nur übrig ist. So. Achso, ich kann auch mit den Jäger reden? I'm in need of your wisdom again. I hear you. Ich brauche seine Weisheit, der vermisste Fischer. The brother of the young fisherman told me that you do not get along. We have had arguments from time to time, but they were of no importance. This boy is too quick to anger. He does not have the calm of a good hunter of fish. And you didn't try to rid yourself of him? Of course not. None of our kind would do such a thing. Na gut. I must be going. Das war jetzt irgendwie klar, dass da so eine Antwort kommt. Also der Jäger meinte, ja, der Junge ist ein bisschen schnell sauer, aber er hat nicht genug Geduld für Fischen oder Jagen, aber naja, das würde er trotzdem nichts machen, weil das machen die einfach nicht. Was hat sie noch zu sagen? Do you have any news? Do you know where my sister is? Not yet, but I've not given up the search. Ich kann noch mal nachfragen? Verbindung zwischen den Verschwundenen fragen? Was your sister fond of a young fisherman who also disappeared by any chance? They have known each other since they were little. Like all the children of the village, they have always been friends. Only friends? Yes. He defended her when the Mindshakers wanted to take her, but she is promised to another. The brother of the young fisherman told me that he suspected him to be in love. And it started with the story of the fight. He defended her because he has heart and because she is his friend. But she was promised. If the boy had a sweetheart, then it must be another young girl.
Oh, nach dem Ruf der Schwester fragen, nachhaken. Na gut, dass wir Intuition wieder haben. Also sie meint hier, ja, die sind Freunde seit Kindheitstagen. Nein, also wenn der Junge eine Freundin hat, dann ist es ein anderes Mädchen. Die sind versprochen. Also dass die jetzt auf immer so sehr auf diese Versprechen beziehen, das ist halt irgendwie komisch, oder? Ruf. I can understand that you would want to protect her reputation, but her life is in danger. You are right. I know she loved this boy, and that they met each other in secret. Why did you hide that from me? I'm not her suitor. You are a Renaigse. You do not understand what a promise entails. When two young people give themselves to one another, they weave a bond between them, but also with their village. Breaking it would mean banishment. I didn't want her to have to leave. I see. That's why they had to meet in secret. Do you know where they went? In the clearing. Oh, I hope nothing has happened to them. I shall go and see if I can find any trace of them. Ah, das hätte ich vielleicht das erst machen müssen. Muss ich I wieder must leave zurückkommen. now. Why did it take her so much time to accept that her sister was in love with that boy? Because her sister was betrothed to another. Breaking a promise is taking the risk of being exiled. Does one's word mean nothing on your island? Breaking a betrothal would be just as problematic in a noble family of Serene. Why should it be different here? Aha. Also, unser Desade argumentiert jetzt hier, ja, aber das ist denn das Problem, hier so ein kleines Versprechen zu brechen, das ist doch ja kein Ding. Und, also, das ist direkt in den Lager, das ist natürlich super. Nee, wo ist denn diese scheiß Lichtung? Da ist die Lichtung, die ist ja wirklich am Arsch der Welt. Und er wundert sich jetzt, ja, was ist denn das Ding hier, so Versprechen zu... Jetzt frage ich natürlich, wo dieses Versprechen herkommt. Also sie meinte, so ein Versprechen ist zwischen den Dörfern und man... Das Versprechen ist auch mit dem Dorf, wenn man so ein Versprechen bricht, dann ist das irgendwie nicht gut. Aber das Ding ist halt... Ich habe keine Ahnung, welches Lager. Ich hätte vorher gucken müssen, wo welches Lager ist. Bin ich am richtigen Ort? Ich bin sowas von nicht am richtigen Ort. Dann wird man auch aus dem Dorf auch verbannt. Aber das ist halt so ein bisschen komisch. Wem ist sie denn bitte schon versprochen? Also, wie genau funktioniert das? Ich meine, das olle Dingsterbumster Vasco hat argumentiert, das ist ja wie so ein Eheversprechen von der Adelsfamilie in Serene. Aber das ist ja eben nicht so. Ich meine, die sind ja innerhalb von einem Dorf. Also, ich hätte verstanden, dass irgendwie wenn das ein Versprechen von 2 Dörfern war. Oder sie irgendwie die Tochter des Donegat ist oder des Häuptlings. Aber ist ja nicht so. Das ist ja nur 15 Dorfbewohnerin. Wem ist denn bitte schon versprochen, dass das so wichtig ist? Und vor allen Dingen jetzt auf einmal bestehen die hier auf so große Versprechen? Das ist ja eigentlich schon fast schon grausam, ne? Das ist meine Frage, wann wurde dieses Versprechen gemacht, wenn die gerade jetzt noch jung ist? Hä? Das ist jetzt ein bisschen komischer Zug. Oder ich übersehe was. Das ist ja immer absolut möglich. Oh, guck mal, wir haben einen Obstkorb gefunden. A basket full of berries and a trap full of fish. All of it scattered and half eaten by beasts. Our 2 lost souls were here together. They must have been attacked, or they wouldn't have left these behind. Let's search the area. Maybe we can find their trail. Ah ja. Oh, habe ich nicht zwischendurch schon mal zwei... Ich habe doch zwischendurch zwei Leichen in so einer Höhle gefunden, oder? War das nicht hier? Aber die waren total skelettiert. Sind die das echt? Ich meine, wenn hier so viel Blut auf dem Boden sind, dann sind die definitiv... Ja, die sind definitiv tot. Ja gut, wir werden nur Leichen finden. Ich meine, wenn da so viel Blut schon auf dem Boden ist, dann sehe ich da leider schwarz für unser Pärchen. Und wie finden wir in letzter Zeit immer noch Leichen von irgendwelchen Paaren, oder? Jo. Genau, hier war das. 3 corpses. One is older than the others. Judging by his clothing, he was a missionary. The 2 others are more recent. A man and a woman. Our missing couple, no doubt. They were dragged here and devoured alive. What a tragic fate. Immerhin werden sie nicht verbannt. Aber trotzdem, das sind Skelette, Alter. Wer soll denn das glauben, dass hier irgendwelche Skelette rumliegen? Das war auch ein ganz geiler Move eigentlich, ne? Schießen und dann nach vorne switchen. Voll geil. Hilarius. Ernsthaft? Er heißt Hilarius? Ist ja witzig. Sei besonders vorsichtig, wenn du das große weiße Tender in diese Höhle bringst. Das ist unglaublich wild und die anderen Bestien befolgen seine Befehle. Unser ganzer Plan hängt davon ab. Also gib dir Mühe, nicht zu einem weiteren seiner Opfer zu werden. I cannot believe that these missionaries used such a ruse to achieve their goals. 2 youths died because of them. Now you understand why some of us fight against the Renaigse. Their words are always sweet.
but all they bring is death. Jetzt verstehen wir, warum die kämpfen. Ja, aber trotzdem, ich sehe es, das sind skelettierte Leichen. Oder ist das eine Grafik, das ist Limitierung, weil die Sichter sind noch halbwegs normal aus, aber ich meine, na gut, der Arm ist auch Skelett und der andere Arm ist richtig. Also ich meine, die Tiere würden das nicht so abfressen, sondern wenn dann kann oh. Oh, da ist das weiße Tändlein übrigens. Das sieht auch nicht mehr aus als der Rest. Na gut, also Sora hat ein gutes Argument für die Revolution gemacht, würde ich mal sagen. So. Ich weiß übrigens nicht, wie viele elementare Fallen ich habe, aber... Let's return to the village. Their families need to be informed. Ja. Ich hätte lieber vorher mal die Missionare gefragt. Oder ob die Quest jeweils unterschiedliche Formen annimmt, je nachdem, wie man zuerst fragt. Wenn man die Missionare fragt, dann wären sie magisch da gewesen, hätte man sie retten können. Das wäre natürlich richtig bitter, wenn die Quest so aufgebaut wäre, ne? Wir müssen aber noch ein Nest sprengen, glaube ich. Wo ist denn das hier noch? Na gut, das ist auf dem Rückweg. Nee, also ich habe 4 Spots für Fallen mittlerweile, für Nester mittlerweile, das ist ja auch interessant. Also ich weiß ja nicht genau, wo es ist, deswegen suche ich ja verschiedene Orte ab. Deswegen rennen wir jetzt anscheinend dahin. Ja, das ist natürlich jetzt irgendwie sehr tragisch gelaufen, das Ganze, ne, mit den beiden. Aber trotzdem, ja, vor 2 Tagen weg. Sie wurden nicht entführt. Aber hey, sie waren immer im letzten Moment, anscheinend waren sie im letzten Moment noch zusammen. Das ist zwar irgendwie, das bringt ihnen überhaupt nichts mehr, aber so ein gewisser Trost. Naja, so ein bisschen so ein Resttrost, ne? Ja. Kann ich das nochmal machen? Still, the ideal moment. I must kill the dominant one before destroying the nest. Es ist bereits Vormittag. Bit of poison on my blade. Then let's go! Ich wurde zum Boden geworfen. So ein Elend. Schild. Ja, gut. Das war jetzt nicht so unendlich schwer, sag ich mal. So. Jetzt haben wir... Wieso habe ich jetzt 2 Nester zerstört? Hä? Ist es nicht gerade schon das 3. Nest gewesen, was ich gesprengt habe? Das war das 3. Nest, oder? Weil ich habe doch gerade eins, habe ich doch in der Höhle gerade gesprengt. Das andere habe ich... Gut, das war das weiße Tändlein war dabei, aber sie haben gesagt, dieses weiße Tändlein, ne? Das ist natürlich auch wieder maximal geil. Das andere Lager ist minimal näher dran. Wir können jetzt hier schnell... Achso, hier ist einfach nur so ein Rennen. Schnell reisen! Weil ich so richtig dolle faul bin, ne? Na gut, dann jetzt hier lang. Jetzt reden wir nochmal mit den Dings, obwohl eigentlich prinzipiell müssen wir ja keine Fragen mehr stellen. Wir haben ja eigentlich unsere Antworten mehr oder weniger schon abgeholt, ne? Können wir gleich noch das andere Lager springen, dann haben wir das auch noch hinter uns. Aber das Prinzip hier, was wollen wir bei den Missionaren noch fragen? In the area the fisherman's brother mentioned. A nest must be close to here. Ja. Die Fernkämpfe hier davon sind echt anstrengend. The idea. I must kill the dominant one before destroying the nest. Take a potion if you want to cast more spells. Ja, wird. Habe ich letztes Mal noch gesagt, dass ich nicht mehr die Dings... Man sieht das Nest, das Nester sprengen, nicht die... The Master Hunter will be relieved to hear it, I'm sure. Ja, sicherlich, da würde er sich richtig freuen. Das ist ja vor allem nur eine Quest, ne? Er hat ja noch mehr Probleme gehabt, ne? Ah, ne, oder waren verschwundene Dorfbewohner? Dings, war das von das... Ich weiß gar nicht mehr, hatte der mehrere Themen? Oder ist es gerade dasselbe Thema? Naja, gut, dann rennen wir nochmal zu den Missionaren. Habe ich die... Doch, Missionare sind noch Quests hier. Das wäre ja noch schöner gewesen, wenn jetzt die Missionare irgendwie auf einmal hier unserer Nachfrage entkommen wären. Wo sind denn hier noch mehr Viecher auf dem Weg zu den Missionaren? Das ist ja anstrengend. Wie das wieder an Zeit kostet. Okay, die jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Das sind ja noch mehr. Das sind vor allem keine Tenlands, das sind die anderen Viecher, ne? Hat die Große nicht mehr bei als die anderen? Ah, nicht wirklich. Doch, na gut, er hat 3 Leder bei, das ist schon nicht schlecht. Aber ich glaube, das brauche ich auch nicht mehr, wenn ich nicht wieder mein Leder verkaufe und dann nachfragen muss. Das ist, glaube ich, absolut egal. So, guten Tag, Frau Dingsbums. Good day. I'm the legate of the congregation of merchants on this isle. Might I ask you a few questions? Of course. Our allies from the continent are always welcome among us. What do you want to know?
Ach, unsere Verbündeten sind immer beliebt. Ihre Mission? Could you tell me what your mission here is? We must return these lost souls to the light and guide them so that they might receive the revelation. We have constructed the perfect village, Eden, where they might discover peace. In this protected paradise, they can receive divine teachings and join the illuminated, chosen people. Ah ja, also, ja, das, was wir schon gehört haben. Also es sind verlorene Schafe und sie müssen zurück ins Trockene geholt werden. Und dafür haben sie Eden erbaut, ein perfekter Ort, wo sie die Erleuchtung empfangen können und vielleicht endlich Frieden empfangen. Angriffe der Tenlands? Have you heard about the Tenland attacks on the village? I didn't know those creatures were given that name, but yes, we have heard talk about the attacks. We offered them our help and some comfort in their most difficult hour. In exchange for some inspiring conversation, I suppose. Of course. These horrible beasts have most certainly been sent by the demons of this isle. To chase only a few away would be of no use. If they truly desire peace, they must see the light. You haven't been victim of these attacks? On occasion, yes. But thanks to the Illuminated, we were able to chase them away with little effort. Ah ja, also sie waren übrigens in der Lage, die Viecher ganz leicht zu vertreiben. Und sie haben natürlich ihre Hilfe angeboten, aber nur so ein paar Viecher zu erschlagen würde nichts bringen, sondern man braucht dann natürlich tiefere Hilfe mit einem ordentlichen, langen Gespräch. Ja, ach, so schade es auch ist. Ja, und sie ist sich sicher, dass die Tenland durch den Dämonen hergebracht wurden. Die Angriffe der... You seem to assert that the attacks of these Tenlands is somehow linked to the demons on the isle. Whereas these are creatures that the natives have always known. They nest beside them. These are familiar beasts, but hasn't anyone informed you that their patterns have changed? These creatures have been riled up by the demons of the island, who have come to realize we are near victory. Sending them against these poor people, they maintain them in a state of fear and obedience to their shaman healer. There is only one way to truly make these attacks cease, my child. Convert these people. Defeat these demons. The Dene God of this village wishes for you to depart. You disturb the tranquility of their village. And you expect us to obey him? Haven't you understood that he is a servant of the island's demons? To leave would be to abandon the simplistic souls of all those that follow him, ceding victory to the demons. No, my child. We will not leave this place until the light shines over every dwelling. I fought against a great number of Tenlands. One that was quite spectacular. A great white beast. Its mere presence seemed to aggravate the others, attract them and make them aggressive. A beast sent by the demons, no doubt. But... Stop taking me for a fool. We also found a journal detailing your vicious plan. I have only one piece of advice to give you. Leave, and quickly. Or the Mother Cardinal will learn every detail of your manipulations. We shall be leaving as soon as possible. But let it be known that you are abandoning all of these poor souls to damnation. Perhaps you should be more concerned about your own soul, sister. People have died by your fault. Ist jetzt nicht völlig egal. Ich darf sie nicht mehr umbringen. Das ist ja ein Elend. Also, ja, das waren dann die Missionare. Dann könnte ich wahrscheinlich auch nicht mehr die Quest machen, wenn es nur eine geben würde. Also, sie hat gesagt, sie verlässt auf keinen... Also, der Anfang des Los. Sie verlässt auf keinen Fall diesen Ort, weil diese gottlosen Heiden hier, die müssen ins Licht bekehrt werden und vorher geht sie nicht, bevor das nicht passiert ist. Und das ist auch gerne, da hat sie vorher noch argumentiert, dass, ja, dass die bösen Geister das nur gemacht haben, die Leute sich dem Priester zuwenden, also den Donega, um wieder zurückzukommen, sich dem Lehren zu widersetzen, wo sie genau das Argument aufmacht, was der Grund ist, warum die Leute sich bekehren lassen, weil die ja ihnen Leichtigkeit anbieten. Oh, was ist mit mir passiert? Wo hätte ich ihn angucken können? Ach nee, das war das Vorlage, ne? Ich habe den bloß leider irgendwie beim Vorbeilaufen übersehen. Naja, schade. Ah ja, die konnten übrigens die Viecher leicht abwehren. Naja, gut, auf jeden Fall haben wir dann gesagt, ja, wir haben hier was gefunden und das wurde sich ja vom Dämonen geschickt und naja, wir haben ein Tagebuch entdeckt, das macht das mal ganz einfach. Na gut, dann reden wir mit den Leuten und überbringen die schlechte Kunde. Dann machen wir uns bestimmt richtig beliebt. Dann gucken wir mal, vielleicht beim nächsten Mal eine Heilung von Konstantin hier rausholen. Ich glaube es aber eher nicht. Macht's gut.